Nein, es ist keine Flieger, es ist als erstes mal eine Fortis. Die Marke Fortis steht für Menschen, die wissen, was sie wollen im Leben und es nicht notwendig haben, damit anzugeben. Thema Flieger. So, 2 Jahre hast du gesagt. 2 Jahre Arbeit, ja. War harte Arbeit, das ganze Team hat daran gearbeitet. Ja, voll. Ich glaube, das war das Pilotprojekt, wie man so schön sagt. Ja. Das ist zukunftsweisend. Ja, das ist zukunftsweisend. Das heißt, das ist die Fortis auf ein Gleis stellen und diesen Weg gehen wir dann. Und ich glaube, mit diesem Produkt haben wir jetzt den Start gemacht. Erklär mir doch mal, welche würdest du kaufen? Welche ich kaufen würde? Du bist jetzt wieder der Endkonsument vor 3 Jahren. Ich bin wieder der Endkonsument. Ja. Wenn ich jetzt der Endkonsument wäre, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich ja jetzt die Uhren aus einer ganz anderen Perspektive sehe, als damals als Endkunde. Siehst du sie jetzt technischer und rationaler? Ich sehe alle Uhren auf dieser Welt jetzt ganz anders als noch vor 2 Jahren. Früher hast du nur die pure Emotion gesehen, jetzt sehe ich die Technik dahinter. Jetzt gefallen mir plötzlich Uhren, die ich früher ganz fürchterlich fand. Und ich sehe sie aus einer Designperspektive und natürlich auch aus einer Markenperspektive, weil man will ja als Marke auch immer einzigartig sein. Ja? Und jetzt betrachte ich das Ganze drumherum ganz, ganz anders. Früher habe ich mich nie damit befasst, wie jetzt das Finish hier auf dieser Kante ist. Heute schaue ich mir das an. Also von dem Sinn, ob ich heute noch wirklich eine neutrale Meinung wiedergeben kann, möchte ich bezweifeln. Okay. Aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, würde ich wahrscheinlich 2 Jahre zurück entweder den B-Compax oder den GMT kaufen. Ja, erstens, weil ich fand überladene Uhren immer geil. Ja, da muss ganz viel passieren. Ja, und je komplizierter sie aussieht, desto besser war sie wahrscheinlich. Interessanter wahrscheinlich. Nur interessanter, ja. Gab es viel zu entdecken, viele kleine Details. Ich bin sowieso Chronographen-Fan. Ich meine, allein dann so ein Gehäuse mit Drückern etc., das ist einfach viel spannender als ein Dreizeiger. Ich mag auch große Uhren. Bin ein riesiger Fan von großen Uhren. Ich habe immer nur große Uhren gehabt, weil ich halt einfach auch ein relativ großes Handgelenk habe. Ich mochte schon immer Farben, wenn irgendwas Spezielles dran war, wenn es mal richtig geknallt hat. Heute? Ich glaube, ich würde den F41 kaufen. Nein. Ja. Weil man die Dinge anders sieht. Okay. Also es ist viel simpler. Weil es simpler ist und weil eigentlich für mich die Zukunft in der Reduzierung liegt. Okay. Man entwickelt sich ja auch als Mensch. Ja. Und natürlich sehe ich heute die Dinge anders, speziell eine Uhr. Also wie gesagt, vor 2 Jahren würde ich immer noch den Chronographen oder den GMT kaufen. Groß, viel los, passiert was. Heute möchte ich etwas Reduzierteres, Unauffälligeres und weniger ist mehr. Aber warum? Warum denkst du, hat sich das so entwickelt? Ich habe keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine persönliche Emotion, dass ich sage, weil ich jetzt die Details verstehe. Ich verstehe die Details, die in diesem ganz reduzierten Uhr drin sind und die liebe ich. Und jetzt kann ich hier stundenlang auf so einen Index gucken und kenne die Geschichte dahinter und ich weiß, warum dieser Index so aussieht und warum wir diesen Brix-Track gemacht haben. Und warum die 5-Minuten-Indexe erhoben sind, das hat alles einen Grund. Und jetzt verstehe ich das und ich genieße die Schönheit der kleinen Details. Nicht mehr dieses Pizza mit allem, wie es früher war. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr überladen, um Gottes Willen. Ja, aber früher, wenn du das erste Mal essen gegangen bist, hast du Pizza mit allem. Da muss alles drauf sein. Ich meine, heute esse ich eine Margarita. Ja, weil ich will dafür aber den besten Teig, ich will die beste Tomatensauce, ich will den besten Käse. Ja, lass den ganzen anderen Mist weg. Das ist perfekt. Und so sehe ich heute den Flieger. Er ist einfach reduziert aufs absolute Minimum und glänzt in seiner Schönheit im letzten Detail. Ja, auch die Schraubenpositionen sind Dinge, die man diskutiert im Design. Klar müssen sie dann auch technisch realisiert und umgesetzt werden, aber es sind diese Punkte, die mich dann an so einer Uhr faszinieren heute und nicht mehr dieses massenhaft Überladene. Von dem Sinn, jetzt muss jeder entscheiden, was er will. Ich werde sie alle tragen. Der F39 wird mir zu klein sein, den gebe ich meiner Frau. Ja. Aber die anderen 3 stehen mir hervorragend. Du hast ja dann auch mit
einem sehr bekannten Uhrendesigner zusammengearbeitet aus Chaux-de-Fonds, mit dem Xavier Perrenot. Und ihr zwei habt euch auch mit dem ganzen Fortis-Team dann auch oft ausgetauscht in sogenannten Workshops. Ja? Und dadurch ist ja eigentlich dieses Design entstanden. Das war ja nicht eine Person, sondern immer im Team. Das war immer Teamarbeit, ja. Und was dann herausgekommen ist, eigentlich während diesem Workshop, ist, dass die Fortis eigentlich Design und Funktion verbinden will. Ja? Was bedeutet das genau? Naja, grundsätzlich muss alles irgendwo einen tieferen Sinn haben in einer Uhr. Und nur auf Fakten zu gehen und Funktion, finde ich persönlich wahnsinnig langweilig, auch der Xavier. Deswegen auch Xavier, um die Geschichte mal auszuführen, wir haben ja ganz viele Designer uns getroffen, ja? Weil Fortis ist keine One-Man-Show, das war von Anfang an klar, es ist immer Teamarbeit. Ihr vom Kader seid mit im Boot, auch jeder Mitarbeiter ist mit dabei und wird mitgefragt. Ja? Wir sind hier eine große Familie und es war auch immer wichtig, dass der Designer, der einfach aus beruflichen Gründen da schon einen besseren Blick hat als wir zwei. Ja, klar, wir können sagen, gefällt uns und gefällt nicht. Ja. Der kann dir sagen, was falsch ist. Ja, und der kann auch eine Devise. Es war für uns wichtig, dass dieser Designer mit ins Boot kommt. Und der hat Mitspracherecht. Das ist kein Mensch, den du sagst, bitte mach das und das, sondern der hat eine Meinung und die bringt er mit ein. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Also er hat dann wirklich mit der Fortis zusammengearbeitet. Ja, wir haben auch das Konzept vom Flieger in Wahrheit im Laufe des Designprozesses geändert, etwas anders gemacht, als was ich vorhatte. Aber weil er mich überzeugt hat, dass es richtig ist, oder er hat uns überzeugt, besser gesagt, da war nicht so, dass der die ersten Entwürfe gezeigt hat und alle sind vom Hocker gefallen und gesagt, wow, wie geil. Nein, überhaupt nicht. Also beim Andreas kann ich mich erinnern, der hat gesagt, nee, sorry, geht gar nicht. Null, vergiss es. Ja? Du warst so ein bisschen skeptisch. Ich fand die Lünette von Anfang an, sage ich, wow, geil, Hammer, dann machen wir weiter. Aber da war überhaupt nicht, da waren 4 Leute und die haben sich am Schluss irgendwo geeinigt. Und am Schluss waren alle 4 Leute der Meinung, jetzt ist perfekt. Und das war die Grundarbeitsweise in dem Designprozess. Jeder muss am Schluss damit zufrieden sein. Es gibt keinen Kompromiss, was das angeht. Und von dem Sinne habe ich mich auch anpassen müssen. Dass meine Grundidee eigentlich geändert wurde. Okay. Es ist spannend, weil vor ungefähr 3 Wochen habe ich mit einer sehr netten Dame in Zürich gesprochen, die auch Uhren verkauft. Also wirklich in der Bahnhofstraße jeden Tag Uhren verkauft. Und dann habe ich sie gefragt, was Fortis für sie bedeutet. Und dann hat sie gesagt, dass sie ein bisschen länger aus der Bildfläche verschwunden ist, aber dass sie 3 Leute kennt, die eine Fortis tragen und alle 3 Piloten sind. Ist Fortis eine Pilotenmarke? Nein, Fortis ist keine Pilotenmarke in erster Linie. Es sind die Menschen, die eine Fortis tragen, sind Piloten. Und natürlich werden wir die Uhren für sie zuschneiden. Aber Fortis ist für mich etwas ganz anderes als nur diese Reduzierung auf eine Schublade. Ich finde dieses Schubladendenken etwas ganz Schlimmes. Ja? Auch wenn die Leute fragen, ist das eine Pilotenuhr? Denke ich, ja, wir kategorisieren sie in der großen Familie der Fliegeruhren. Aber nein, es ist keine Fliegeruhr. Es ist als erstes mal eine Fortis, die einen gewissen Charakter mitbringt. Und sie wird vom Piloten getragen. Aber Fortis ist viel mehr als einfach nur die Schublade Pilotenuhr oder Astronautenuhr oder Taucheruhr. Ich finde das wahnsinnig einfältig, wenn man so denkt. Langweilig wahrscheinlich. Es ist grottenlangweilig. Und die Menschen wollen das. Die Menschen wollen diese Schublade. Ja, gut, okay, gehört zur Fliegerfamilie. Ja, aber für mich ist es ein Stück Zeitgeschichte, diese Uhr. Ja, es hat eine ganz lange Tradition der Flieger innerhalb der Fortis. Ja, und das ist jetzt schon fast über 40 Jahre. Gibt es diesen Flieger? Und für mich ist es eine der Ikonen, also neben dem Official Cosmonaut ist er für mich eine dieser Ikonen und der gehört gewürdigt. Und ob du jetzt Pilot bist, ja, oder Buchhalter, das ist mir echt egal. Verstehst du? Oder beides. Oder beides, ja. Das gibt's ja auch. Nein, für mich ist es ein Stück Zeitgeschichte, diese Uhr. Und deswegen finde ich die Reduzierung auf eine Fliegeruhr etwas einfältig. Ich meine, das Feedback war ja dann auch, wenn Fortis gesagt hat, wir bringen jetzt einen Flieger raus und darunter steht dann this is not a pilot's watch. Ja. Gab es lustige Kommentare? Gab es lustige Kommentare, sehr gute Feedbacks, aber auch Fragen. Ja. Und ich glaube, es hat auch irgendwo provoziert. Provozierst du gerne? Ja, wahnsinnig gern. Ja? Voll. Manchmal, also
Ich bin ein Mensch mit sehr viel Respekt dem anderen gegenüber. Ja, jeder kann sein, wie er will. Ich bin ein sehr liberal denkender Mensch. Aber manchmal sitzt du da und hörst dir die Kommentare an oder liest sie und denkst dir, wie bist denn du drauf? Ja? Also, was stimmt mit dir nicht? Das ist so, geht's dir nur ums Meckern oder was ist denn los? Ich meine, ja, wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht. Okay, ich muss dir nicht gefallen, ich habe das nicht notwendig. Fortis hat es nicht notwendig, jedem Menschen auf dieser Welt zu gefallen. Ja? Wir sind wir, take it or leave it. Ja? Ich find's geil, ich find's super und wir alle finden es super. Und dann weiß ich auch, dass da draußen die Menschen sind, die es auch gut finden. Und wenn du es nicht gut findest, dann kauf's halt einfach nicht. Ja. Tu halt einfach das. Aber dann kommen dann teilweise einfach Kommentare, wo ich sage, nee, jetzt provoziert ihr mich, dass ich eigentlich ein bisschen Frust abbauen muss und dann provoziere ich wahnsinnig gern, generell auch im Alltag. Also ich bringe wahnsinnig gern einfach dumme Sprüche und schaue, wie die Menschen reagieren, auch um herauszufinden, wie du so vom Charakter bist. Es gibt Menschen, die vertragen es ja überhaupt nicht, wenn man so dumme Witze macht. Und dann gibt es Menschen, die finden es total lustig und dann findest du relativ schnell, habe ich einen Draht zu dir oder nicht. Okay. Aber provozieren ist gut. Ja. Ich glaube, es ist eine Grundlebenseinstellung und du musst eine Marke musst du authentisch gestalten. Ich habe vom ersten Tag an, das weiß ich noch, als ich dann oben war und dann habe ich die Präsentation gemacht, da warst du, glaube ich, noch nicht da, dann habe ich mich den Mitarbeitern vorgestellt und auch kurz erklärt, wer ich bin und so weiter. Provokation ist ein maßgeblicher Teil meines Charakters und ich habe gesagt, Fortis muss authentisch sein. Wir müssen authentisch sein. Dieses Marketinggedöns da, was teilweise Marken veranstalten und behaupten, sie sind das und dann siehst du sie im Hintergrund und denkst, nein, das bist du nicht. Du bist ganz anders. Das finde ich wahnsinnig enttäuschend. Und ich möchte nicht, dass meine Kunden diese Enttäuschung hinter der Marke Fortis erkennen. Deswegen habe ich gesagt, wir sind so, wie wir sind. Ja, wenn du es nicht magst, lässt es. Wenn du mich nicht sympathisch findest, okay, kann ich auch damit leben. Aber wir sind wir. Und du musst authentisch sein. Und wenn ich ein Mensch bin, der gerne provoziert, dann muss es die Marke auch sein. Ganz einfach. Ja, du überträgst das dann gerne auch auf die Marke. Aber ich glaube auch, dass es interessant ist für die Zukunft, weil Marken immer transparenter werden, ob sie es wollen oder nicht. Absolut. Ja, Skandale werden immer aufgedeckt. Absolut. Und ich glaube, die Kunden sind immer besser informiert. Ja, voll. Ja? Der Kunde weiß teilweise besser über das Produkt Bescheid als der Verkäufer. Ja. Was ich gut finde, also ich mag Menschen, die wissen, was sie wollen. Das nichts ist schlimmer, als wenn dann ein Kunde sagt, weiß auch nicht. Kauf dir eine Swatch, komm. Nein, es ist generell im Leben wichtig zu wissen, was man will. Du wirst transparenter und dann sei ehrlich. So klein wie wir sind, da ist das so schnell aufgedeckt und fällt dir auf den Kopf, wenn du irgendwie einen Schmarrn erzählst. Deswegen nein, ich möchte nicht irgendwann dastehen und mir von irgendjemand irgendwas vorwerfen lassen, so ich hätte was gesagt, was nicht stimmt. Das ist eine Grundlebenseinstellung bei mir. Was sind die nächsten 5 Jahre? Was sind die Pläne? Die werden spannend. Also vor 2 Jahren war es ja so, dass ich hatte natürlich einen Plan. Aber den hat man ja natürlich alle 2 Wochen über den Haufen geschmissen, weil du alle 2 Wochen wieder was Neues gelernt hast und sagst, so geht das. Ja, dann muss ich jetzt meinen Plan nochmal anpassen. Ich glaube, dass wir jetzt soweit sind und einen Plan haben, der gut ist, hinter dem ich voll und ganz stehe. Und ich weiß, was die nächsten 3, 4, 5 Jahre auf die Fortis zukommen wird. Und ich kann nur sagen, bleibt gespannt, es wird super. Und das macht jetzt eigentlich so, macht für mich jetzt auch ein bisschen entspannter. Ja, es ist dieser Druck ist weg. Ich muss jeden Tag was Neues lernen. Ich lerne immer dazu. Und das mache ich auch gerne, aber ich habe nicht mehr diesen Zeitdruck. Es muss jetzt so schnell wie möglich, muss ich jetzt etwas schaffen und Entscheidungen fällen. Es ist eigentlich alles organisiert und alles in die richtige Richtung geschubst. So. Und jetzt kannst du ein bisschen auch zurücklehnen und genießen und einfach deine Arbeit machen. Also sind die größten Hürden eigentlich übersprungen und jetzt kommt das Momentum. Es gibt immer 1000 Fragen, aber eine Firma ist ein lebendes Objekt, das wird sich immer weiterentwickeln. Aber ich sehe uns jetzt schon in der Phase, wo ich sage, okay, und jetzt lassen wir es mal laufen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Gibt immer noch viel zu tun, entscheiden, aber grundsätzlich
ist die Sache für mich klar. Ich glaube, für dich auch und für den Rest von der Belegschaft auch. Ich merke schon, der Puls ist ein bisschen tiefer in letzter Zeit. Ich schlafe auch besser. Ja, das war jetzt schon so, weißt du, ich glaube, es ist schon so. Jetzt Sommerurlaub, jetzt kam die Losierung vom Flieger und jetzt ist so, okay, Dampf ab. Jetzt läuft die Party, jetzt darfst du nichts mehr organisieren. Jetzt geht's los. Ja. Die Zukunft ist relativ klar, in welche Richtung man sich bewegt, aber man muss, glaube ich, immer flexibel bleiben. Ja? Das ist auch sehr wichtig. Voll. Du musst dich immer, ich meine, die Welt verändert sich und wenn sich die Welt verändert, musst du es auch tun. Klar brauchst du als Marke, stehst du auch für Stabilität. Ja, die Leute wollen eine Marke, weil sie mir vertrauen. Ja, weil sie dir vertrauen, weil sie allen anderen vertrauen, die hier im Haus arbeiten. Und dann musst du auch Stabilität gewähren. Aber es heißt nicht, dass du stur immer nur in diese eine Richtung gehst. Du darfst auch ein bisschen so machen und dich ein bisschen an die neue Zeit anpassen. Ist das ein Vorteil einer kleinen Marke, ja, dass es in einer schnelllebigen Zeit lebt, dass die kleinere Marke sich schneller bewegen kann? Natürlich, absolut. Es gibt es relativ einfach. Wenn wir oben sagen, ja, so machen wir es, dann machen wir es. Bei uns gibt es nicht 1000 Gremien und jetzt muss ich erst mit meinem Vorgesetzten und der Vorgesetzte mit seinem Vorgesetzten und der muss nochmal mit irgendwelchen anderen Vorgesetzten, der bringt es dann in den Aufsichtsrat. Nein. Und dann wird es doch nicht entschieden. Bei uns gibt es einen Tisch und dann darf jeder Platz nehmen, ja, und da Fragen stellen und dann wird entschieden und so wird es gemacht. Ja, und am Schluss stehe ich gerade dafür, ob die Entscheidung gut oder schlecht war. Ja, ganz einfach. Ob es gut oder schlecht war, absolut. Was denkst du, wer ist der Kunde jetzt von Fortis? Und wer könnte der Fortis-Kunde in Zukunft sein? Gibt es da überhaupt eine Diskrepanz? Schwieriges Thema, weil natürlich der Fortis-Kunde schon immer ganz, ganz weit gespreizt war. So. Es war nicht immer nur der und der und der und auch diese Denkweise von heute gibt es, glaube ich, nicht mehr. So, Kunde ist 40 Jahre alt, hat dieses Monatseinkommen und ist in diesem Beruf tätig. Das ist heute vorbei. Ja, brauchst du bloß mal bei diesen 5-Sterne-Hotels schauen, wer da gerade aus seinem Ferrari aussteigt. Ja, das ist ja nicht mehr Lamborghini. Derselbe Typ, haben wir gestern gesehen. Ja, das ist nicht mehr der Typ, der das vor 30 Jahren mal war. Heute geht es um Charaktere. Eigentlich oder um eine gewisse Lebenseinstellung, die findest du in allen Berufen, in allen Zweigen. Und das ist das, was ich bei Fortis sehe. Wir machen es für eine bestimmte Lebenseinstellung. Und so sehe ich auch gute Flieger. Natürlich ist er auch für Piloten gemacht. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja, absolut klar. Aber er ist natürlich, generell die Marke Fortis steht für Menschen, die auch einen gewissen Charakter haben und wissen, was sie wollen im Leben. Und es nicht notwendig haben, damit anzugeben. Ja? Das kann ja ein Mann oder eine Frau sein, 25 oder 50 sein. Er ist selbstbewusst. Ja? Meine Frau trägt auch Fortis, obwohl wir keine Damenkollektion haben. Und das steht hier hervorragend. Es ist nur eine Frage, welchen Charakter du hast und welchen du ausstrahlen möchtest. Und wir sind natürlich schon eine charakterstarke Marke, absolut. Weil wir sind selbstbewusst, aber wir werden nicht mit den Goldklunkern behangen so durch die Stadt laufen. Das werden wir nicht tun. Unsere Uhren müssen funktionieren. Wir wissen, was wir auf dem Arm haben. Das ist die beste Qualität. Was willst du mehr? Ob du das jetzt erkennst, dass ich jetzt einfach das ist mir total wurscht. Ja, provoziert er wieder. Ich habe es jetzt nicht notwendig und ich denke, der Fortis-Kunde auch und das ist der eigentliche Kunde. Ja. Ist auch sehr offen. Ja. Soll auch nicht auf diese typischen geografisch, Alter, das ist sowas von überholt. Aber so denken teilweise immer noch ganz viele Menschen. Ja. Und das ist nicht. So wird es auch noch in den Schulen gelernt. Ja. Also ich denke mir sicher, dass der mit dem goldenen Ferrari vorfährt, wird nicht unser Kunde werden. Es wird der bodenständige Mensch, der hat gesagt, ich brauche eine Uhr, die muss was aushalten, ja, die soll im Büro funktionieren, aber auch abends am Laufband. Das ist unser Kunde, fertig. Und der keine Kompromisse in Qualität macht. Ganz wichtige Frage. Kein Shishi. Ganz wichtige Frage. Was steht noch auf deiner Bucketlist persönlich? Auf meiner privaten oder auf der Fortis Bucket? Privaten. Auf meiner privaten. Nicht mehr viel. Ja? Ja. Bist du entspannt? Ich bin tief entspannt, aber ich sage ich habe eine große, eigentlich nur einen großen Punkt. Sage ich, schau, wenn ich in Pension gehe, dann möchte ich meinen Söhnen dieselbe Möglichkeit eröffnen, die ich hatte. Ja? Und das ist meine große Lebensaufgabe. Und ein Teil dieser Lebensaufgabe ist Fortis.
Fortis ist ein Teil dieses große Bucketlist, die ich hatte. Sag ich, wenn ich in Pension gehe, möglichst gleich, ne? So schnell wie möglich. Wird das hier ein gesundes Familienunternehmen, das auf eigenen Beinen steht. Wie es dann auch immer aussehen wird. Und nach der Pension spielst du dann nur noch Schlagzeug, oder? Wahrscheinlich. Ja? In deiner Band? Weiß ich nicht, ob ich noch körperlich dazu in der Lage bin oder ob ich einfach nur Golf spiele. Ich habe keine Ahnung. Golf gespielt. Kannst du Golf spielen? Nee, ich kann nicht Golf spielen. Okay. Ich habe es mal probiert, das aber lernst du doch. Ich bin dafür absolut ungeeignet. Ich habe keine Geduld. Ich ärgere mich auch wahnsinnig. Ich falle dann jedes Mal, wenn du daneben schlägst, wieder ins Tourette-Syndrom, ja, und flug rum. Das kennst du. Nee, bin ich ungeeignet. Vielleicht mit 65, nee, aber mal schauen wir mal, ja, mit meiner Band, ob es die da noch gibt, hoffentlich schon. Ja, man weiß ja nie. Jetzt haben wir 27 Jahre haben wir jetzt am Buckel. Ja. Mit meiner Band. Gibt es immer noch. Ja. Konsistenz. Konsistenz.